Калина у полі червона, ой, хорошенько цвіте. Ой, ой, роду наш красний, роду наш красний. Смертю смерть подолала. Ракета! Dieses Wesen heißt Glückel und kommt aus Tel Aviv. Alle verwöhnten sie dort mit den besten Speisen. Aber Glückel wird es immer ganz schnell langweilig. Sie wollte unbedingt mal nach Berlin verreisen. Hier fliegt Glückel in der Schüssel durch die Küchen von Berlin. Glückel will es genau wissen, was gibt's in Berlin zu essen. Вийди, вийди, сонечко, під наше віконечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, там дітки граються. Ой, що це таке? Дівчата, мерщіть до мене. А що це таке? Я не знаю. Ну, давайте відкриємо. Шалом-шалом. Привіт, а ти хто? Привіт. Я Glückel из Тель-Авива. А вы кто? Я Я- Єва. Я Анна. Я Ріта. Ah ja, Roman. Spricht ihr eigentlich auch Deutsch? Ja, wir sprechen Deutsch, die Kinder noch nicht. Die kommen aus der Ukraine und sind noch nicht so lange hier. Oh, ich verstehe. Und was machst du eigentlich hier? Ich bin hier auf Forschungsreise. Ich möchte wissen, was in den Berliner Küchen so gekocht wird. Na, das ist ja ein Ding. Da bist du heute genau richtig bei uns. Ja, bei uns gibt es heute was ganz Besonderes. Willst du gleich mitkommen? Ja, gerne. Na los. Na dann los. Glückel, möchtest du mit uns eine Paska backen? Paska? Was ist das denn? Na, das ist ein ukrainisches Osternbrot. Oh ja, gerne. Womit fangen wir an? Als erstes mischen wir den Teig. Dafür brauchen wir Milch, Öl, Mehl, Trockenhefe, Rosinen oder getrocknete Preiselbeeren, Butter, Zucker, Vanillenzucker, 4 Eier für den Teig. Als Backform bekommt man in speziellen Läden Paska-Formen. Man kann aber auch Muffinformen benutzen. Weißt du, Roman, was echt komisch ist? Was denn? Wir feiern jetzt gerade Pessach. Und Pessach hört sich genauso an wie Paska. Ja, Glückel, das ist überhaupt kein Zufall. Die beiden Feste finden nämlich meistens auch zur gleichen Zeit statt und haben ihre Wurzeln auch im Heiligen Land. Als erstes vermischen wir in einer kleinen Schüssel die warme Milch mit Hefe. Jetzt Zucker und Mehl hinzugeben und alles gut mischen. Dann lassen wir die Hefemischung 20 Minuten aufgehen. Hey, Roman! Ja, Was machen wir jetzt eigentlich in dieser Wartezeit? wir können Ostereier bemalen gehen. Ja, wir haben Julia da, die Mama von Jeva, und sie beherrscht eine ganz traditionelle ukrainische Osterbemalung. Hast du Lust? Ja, dann komm mit. Na komm schon. Дітка, то рідний батенько, ой, хорошенько цвіте. Ой, ой, роду наш красний, роду наш Während die прекрасний. anderen die Eier bemalen, lassen wir schon mal die Butter schmelzen. Jetzt geben wir folgende Zutaten hinzu: Butter, Eier, Zucker, Vanillenzucker, Preiselbeeren oder Rosinen, Mehl und die Hefemischung. Wir decken die Schüssel mit einem nassen Tuch zu und lassen den Teig gären. Eier sind eine ganz schön runde Sache, wa? Oh ja. Was ist das eigentlich mit diesen
Eiern an Ostern? Ostern ist ja das Fest der Hoffnung. Und Eier symbolisieren ja auch das Leben, die Wiedergeburt und damit auch die Hoffnung. Das ist wirklich interessant, weil an Pessach haben wir am Sederabend auch ein Ei auf dem Teller. Und es symbolisiert auch die Geburt und den Tod, Freude und Glück. Du hast recht. Eier sind wirklich eine runde Sache. Jetzt machen wir Mehl auf die Arbeitsfläche und kneten alles nochmal kräftig durch. Während wir den Teig nochmal 15 Minuten gären lassen, fetten wir unsere Muffinform ein. Der Teig muss ganz schön lange gären. So ist das mit dem Hefeteig. An Pessach essen wir statt gegorenem Brot Matze. Guck mal, das ist eine Matze. Und warum esst ihr an Pessach Matze? Das soll uns daran erinnern, dass wir zu biblischen Zeiten aus Ägypten weggezogen sind. Wir hatten es so eilig, dass wir nicht mal unser Brot gären lassen konnten. Das sieht ein bisschen wie Knäckebrot aus. Ja, sieht ein bisschen so aus. Willst du mal probieren? Schmeckt doch wirklich wie Knäckebrot. Jetzt teilen wir den Teig auf und kneten daraus kleine Kugeln. Nachdem wir unsere Teigkugeln in die Formen gelegt haben, schieben wir die Paska in den Ofen. Nach ca. 30 Minuten holen wir die Paska aus dem Ofen und lassen sie abkühlen. Feiern eigentlich nur die Ukrainer und Ukrainerinnen heute Ostern? Nein, Glücke, heute feiern auch viele weitere auch Ostern. Zum Beispiel die griechische Community oder auch die georgische oder auch die rumänische Gemeinschaft hier in Berlin feiern heute Ostern. Und viele weitere auch. Jetzt machen wir den Guss. Dafür brauchen wir 2 Eier, Puderzucker, bunte Streusel oder andere essbare Dekorationen. Wir mixen das Eiweiß mit dem Puderzucker so lange, bis es wie Zahncreme aussieht. Jetzt schmieren wir den Guss auf die Kuppel und wir dekorieren unsere Paska. Okay, können wir jetzt essen? Ich habe nämlich ganz schön schlimmen Hunger. Nee, erstmal gehen wir in die Kirche, weil Vater Oleg wartet schon auf uns. Wer ist denn Vater Oleg? Unsere Priester. Und der segnet dann die Paskas. Oh, Und danach kann man die dann auch essen. na dann. Wollen wir los? Ja, okay. Na, let's go. Na dann, let's go. Okay. Воскресе, воскресе, воскресе із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав. Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес із мертвих. Смертю, смерть подолав. Червону калину підіймемо. Sag mal, Roman, ich habe gemerkt, dass in diesen Körben ganz unterschiedliche Sachen drin sind. Zum Beispiel Petersilie und Ei und Salz und ich habe sogar Wurst gesehen. Ja, du hast recht, Glücke. Die haben alle eine ganz eigene Bedeutung. Oh, das ist ja interessant, weil am Pessachfest, da haben wir den Sederteller. Und auf dem Sederteller, da sind auch ganz viele Sachen, die eine besondere Bedeutung haben. Guck mal hier. Ja, du hast recht. Hier ist ein Ei und Meerrettich.
Habe ich auch in dem Korb gesehen. Ja. Und Matzebrot statt der Pascha. Also gibt es ganz viele Parallelen. Wow, interessant. Ja, das war ein so schönes Osterfest. Ich bedanke mich bei der ukrainischen Community, bei Familie Labunski, ganz besonders bei Anna und Roman. Und Счастливого Воликания und frohe Ostern und Tschüssi.